Friederike wird als Enkelin des letzten deutschen Kaisers geboren. Jahrzehnte später trägt sie selbst eine Krone, als Königin von Griechenland. Sie erlebt Krieg, Flucht und Exil. Das ist ihre Geschichte. Für Friederike beginnt der Vormittag mit Unterricht. Gemeinsam mit ihren 4 Brüdern lernt sie zu Hause bei einer englischen Gouvernante. Auch ihre Mutter Victoria Luise beteiligt sich an ihrer Erziehung. Friederike ist das einzige Mädchen unter den 5 Geschwistern. Sie gilt als aufgeweckt, fröhlich und herzlich. Gleichzeitig ist ihre Erziehung streng. Disziplin, Pflichtbewusstsein und gute Umgangsformen gehören zu ihrem Alltag. Friederike wächst behütet in ihrer Familie auf. Für sie ist dieses Leben ganz selbstverständlich. Und doch hat sich die Welt draußen längst verändert. Als Friederike 1917 in Blankenburg geboren wird, ist ihr Vater Ernst August noch regierender Herzog von Braunschweig, ihr Großvater Wilhelm II. Deutscher Kaiser. Doch nur 1,5 Jahre später ist von dieser Welt kaum noch etwas übrig. Ihr Vater muss als Herzog von Braunschweig abdanken. Ihr Großvater Wilhelm II. Verliert die Kaiserkrone und geht ins niederländische Exil. Erst als Friederike 17 Jahre alt ist, beginnt sich ihr vertrautes Leben aus der Kindheit zu verändern. Sie verlässt für längere Zeit ihr Elternhaus. Ihre Ausbildung führt sie zunächst nach England und wenig später weiter nach Italien. In Florenz besucht Friederike das American College und lebt während dieser Zeit bei ihren griechischen Verwandten. In der Villa Sparta begegnet sie auch einem Mann wieder, den sie bereits seit ihrer Kindheit kennt, Prinz Paul von Griechenland. Paul ist 16 Jahre älter als Friederike. Er wirkt eher ruhig und zurückhaltend, ein Gegensatz zu der aufgeweckten und lebhaften jungen Frau. Bei ihren Treffen in der Villa Sparta verbringen sie immer mehr Zeit miteinander. Aus der vertrauten Bekanntschaft entwickelt sich langsam eine Liebesgeschichte. Schon bald bittet Paul Friederikes Eltern um ihre Hand. Doch ihr Vater Ernst August lehnt ab. Nicht grundsätzlich, seine Tochter ist ihm schlicht noch zu jung. Paul muss warten. 1936 versucht er es erneut. Diesmal geben Friederikes Eltern ihre Zustimmung. Am 9. Januar 1938 heiraten Friederike und Paul in Athen. Friederike ist 20 Jahre alt. Das junge Paar zieht in eine kleine Villa im Athener Vorort Psychiko. Hier beginnt für Friederike ein völlig neuer Lebensabschnitt, als Ehefrau und schon bald als Mutter. In einer kleinen Villa im Athener Vorort beginnt für Friederike und Paul das gemeinsame Familienleben. Das Haus hat 2 Etagen, einen kleinen Garten und einen Balkon zur Straße. Hier richtet sich das junge Paar sein erstes gemeinsames Zuhause ein. Für Friederike beginnt damit eine ruhige und glückliche Zeit an Pauls Seite. Im kleinen Garten und auf dem Balkon spielt sich nun ihr Familienleben ab. Am 2. November 1938 wird ihre erste Tochter Sophia geboren. Noch ahnt niemand, dass dieses kleine Mädchen eines Tages selbst eine Krone tragen wird, als Königin von Spanien. Knapp 2 Jahre später, am 2. Juni 1940, kommt Konstantin zur Welt. Auch er wird einmal König werden und zugleich der letzte König Griechenlands. An schönen Tagen verbringt die junge Familie viel Zeit im Garten. Friederike ist bei den Kindern, während Paul in ihrer Nähe sitzt. Es sind ruhige, unbeschwerte Jahre. Doch in Europa kündigt sich bereits eine Entwicklung an, die auch Friederikes Familienglück schon bald erschüttern wird. Dann geht plötzlich alles sehr schnell. Der Krieg erreicht Griechenland und Friederike muss das Zuhause, das sie mit Paul gerade erst aufgebaut hat, verlassen. Mit dabei sind ihre beiden kleinen Kinder. Sophia ist gerade 2 Jahre alt, Konstantin noch nicht einmal 1 Jahr. Die Familie flieht aus Athen. Ihr Weg führt zunächst nach Kreta. Doch kaum dort angekommen, wird auch die Insel angegriffen. Wieder müssen sie weiter. Für Friederike beginnt eine Flucht, bei der sie nicht weiß, wann sie ihr Zuhause wiedersehen wird. Schließlich bringt Paul seine Frau und die beiden Kinder nach Südafrika in Sicherheit.
Doch Paul kann nicht bei seiner Familie bleiben. Als Bruder des griechischen Königs und als künftiger Thronfolger wird er in London gebraucht und muss Friederike und die Kinder wieder verlassen. Und so steht Friederike plötzlich allein da, mit der 2-jährigen Sophia und dem kleinen Konstantin in einem fremden Land, 1000 Kilometer entfernt von ihrem Zuhause und von ihrem Mann. Hier bringt Friederike ihr 3. Kind zur Welt, Prinzessin Irene. Während der folgenden Jahre ist die Familie immer wieder räumlich getrennt. Erst im Januar 1944 kann Friederike nach Kairo reisen und Paul wiedersehen. Nach vielen Jahren ist die Familie endlich wieder vereint. Erst 1946 kehrt Friederike mit ihrer Familie nach Griechenland zurück und schließlich auch nach Psychiko, in jene kleine Villa, in der ihr gemeinsames Leben mit Paul begonnen hatte. Hinter Friederike liegen Krieg und Flucht und schon bald steht die nächste große Veränderung bevor. Am 1. April 1947 stirbt Pauls älterer Bruder König Georg II., unerwartet und kinderlos. Damit verändert sich Friederikes Leben erneut von einem Tag auf den anderen. Paul ist plötzlich König von Griechenland und Friederike Königin. Noch im selben Jahr zeigt sich, wie eng Friederikes neue Familie mit den anderen europäischen Königshäusern verbunden ist. Pauls Cousin, Prinz Philipp, heiratet in London die spätere Königin Elisabeth II. Da Paul selbst erkrankt ist, reist Friederike zur Hochzeit und vertritt dort die griechische Königsfamilie. Paul und Prinz Philipp waren Cousins ersten Grades. Ihre Väter, Konstantin I. und Andreas von Griechenland, waren Brüder. Mit Pauls Thronbesteigung verändert sich auch Friederikes Familienleben. Gemeinsam mit Sophia, Konstantin und Irene zieht das Königspaar schließlich nach Tatoi. Hinter den Mauern des königlichen Anwesens bleibt vieles erstaunlich familiär. Paul liest den Kindern vor und hört mit seinen Töchtern klassische Musik. Und Friederike bringt auf ihre Weise Leben ins Haus. Irene erinnert sich später, dass ihre Mutter beim Ankleiden für einen Termin gerne Schallplatten auflegte, so laut, dass manchmal das ganze Haus bebte. Während oben eine Königin für ihren nächsten Auftritt vorbereitet wird, sausen die Kinder unten im Keller auf Rollschuhen mit Eisenrollen über den Boden. Tatoi ist Königssitz, aber für Sophia, Konstantin und Irene vor allem ein Zuhause. Für Friederike bringt die Krone jedoch auch neue Aufgaben. Während des griechischen Bürgerkriegs macht sie die Versorgung notleidender Kinder zu einem Schwerpunkt ihrer Arbeit. Die von ihr unterstützten Kinderstädte bieten Tausenden Unterkunft, Nahrung und Ausbildung. Sophias Leben nimmt inzwischen eine neue Richtung. Athen, 14. Mai 1962. Friederike sieht ihre älteste Tochter Juan Carlos von Spanien heiraten. Sophia trägt dabei denselben Brüsseler Spitzenschleier, den Friederike 24 Jahre zuvor bei ihrer eigenen Hochzeit getragen hatte. Von ihrer Mutter erhält sie außerdem eine Diamanttiara als Hochzeitsgeschenk. Aus Friederikes kleiner Tochter wird eine spanische Prinzessin und später eine Königin. Nur wenige Monate danach, im Januar 1963, feiern Friederike und Paul ihre Silberhochzeit. Noch einmal kommt die ganze Familie zusammen. Nach Krieg, Flucht und vielen bewegten Jahren scheint für Friederike eine glückliche und ruhige Zeit angebrochen zu sein. Doch schon bald wird ein neuer Schicksalsschlag ihr Familienleben für immer verändern. Paul ist schwer erkrankt. Bei einer Operation zeigt sich, dass er an fortgeschrittenem Magenkrebs leidet. Friederike kümmert sich in seinen letzten Wochen um ihren Mann. Die Familie hofft weiter. Konstantin reist sogar auf die Insel Tinos, um eine verehrte Marienikone zu holen. Doch Paul wird nicht mehr gesund. Am 6. März 1964 stirbt er im Alter von 62 Jahren.
Für Friederike ist es ein tiefer Einschnitt. Nach 26 gemeinsamen Ehejahren verliert sie mit nur 46 Jahren ihren Mann, den Menschen, an dessen Seite sie Krieg, Flucht, Exil und schließlich den griechischen Thron erlebt hat. Doch Friederike bekommt kaum Zeit, sich in ihrem neuen Leben als Witwe zurechtzufinden, denn Pauls Tod verändert auch das Leben ihres Sohnes. Konstantin ist gerade einmal 23 Jahre alt und plötzlich König von Griechenland. Friederike bleibt an seiner Seite. Nur 6 Monate nach Pauls Tod heiratet Konstantin die 18-jährige Prinzessin Annemarie von Dänemark. Nach der Machtübernahme des Militärs versucht Konstantin die Junta, eine Gruppe von Offizieren, zu stürzen. Sein Gegenputsch scheitert. Er muss Griechenland mit Annemarie und den kleinen Kindern verlassen. Friederike und Irene folgen der Familie ins Exil. Und für Friederike wiederholt sich damit auf bedrückende Weise ihre eigene Geschichte. Fast 50 Jahre nachdem ihr eigener Vater seinen Thron verloren hatte, erlebt sie nun, wie auch ihr Sohn Krone und Heimat verliert. Wieder muss ihre Familie ins Exil und wieder wachsen die kleinen Kinder in einem fernen Land auf. 1974 bestätigt schließlich eine Volksabstimmung das Ende der griechischen Monarchie. Friederikes Leben hat sich vollkommen verändert. Die Familie ist inzwischen über mehrere Länder verstreut. Konstantin bleibt mit Annemarie und seinen Kindern im Exil. Irene hingegen bleibt ihrer Mutter besonders nahe. Gemeinsam führt ihr Weg die beiden sogar bis nach Indien. Fern von Königspalästen und offiziellen Verpflichtungen beschäftigen sich Friederike und Irene intensiv mit Philosophie und Religion. Für Friederike beginnt damit noch einmal ein völlig anderer Abschnitt ihres Lebens. Und auch ihre Rolle innerhalb der Familie verändert sich. Aus der Königin wird immer mehr die Mutter und Großmutter. Ihr Enkel Pavlos erinnert sich später an eine abenteuerlustige Frau, die mit ihren Enkeln in abgelegenen Gegenden Spaniens zelten ging und ihnen Briefe schrieb. Friederike selbst lässt Griechenland nie ganz los. In ihrer letzten Silvesternacht sagt sie ihrem Enkel Pavlos, dass sie in diesem Jahr nach Griechenland zurückkehren werde. Wenige Wochen später, am 6. Februar 1981, stirbt Friederike in Madrid. Ihre Familie darf sie nach Griechenland bringen und in Tatoi neben Paul beisetzen. Ihr Sohn Konstantin betritt dabei erstmals seit 14 Jahren wieder seine Heimat. Erst im Tod ist sie dauerhaft in jenes Land zurückgekehrt, in dem sie einst Königin gewesen war. Doch ihre Familie lebt weiter. Ihr Enkel Felipe VI. Ist heute König von Spanien, seine Tochter Leonor die nächste Thronfolgerin. Friederike wurde als Enkelin des letzten deutschen Kaisers geboren, wurde selbst Königin und musste schließlich erleben, wie auch die Monarchie ihres Sohnes unterging. Doch während die griechische Monarchie Geschichte wurde, lebt Friederikes Familie weiter und mit ihr eine Verbindung, die bis in die europäischen Königshäuser unserer Zeit reicht.